Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Tutorial-Reihe. Heute geht es um Simplified Payment Verification Clients. Clients hat nicht mehr drauf gepasst, deswegen hier nicht dabei. So, was ist ein SPV? Das ist ein ganz tolles Feature, denn ja, es ist einfach wirklich kein Spaß, sich die komplette Blockchain runterzuladen. Das dauert mittlerweile bei 180 GB circa mehrere Wochen. Das heißt, wenn ihr einen Wallet anlegen wollen würdet, ohne Simplified Payment Verification, müsstet ihr mehrere Wochen einfach nur die volle Blockchain runterladen, habt danach 180 GB oder sogar noch mehr, weniger Speicherplatz und das ist wirklich widerlich. Deswegen hat man sich gesagt, okay, wir brauchen was anderes. Wir brauchen eine Alternative, die vielleicht auch normalen Menschen hier eine Möglichkeit gibt, Bitcoin zu benutzen. So, und dazu gibt es eben die Simplified Payment Verification. Und wie die funktionieren, das möchte ich euch jetzt zeigen. Also das heißt, ihr könnt danach auch irgendwie ein Wallet auf dem Handy haben, ihr könnt eins im Browser-Add-on haben, ihr könnt eben ein Wallet überall haben. Ein bisschen was muss man natürlich immer noch runterladen, aber es ist nicht so unglaublich viel wie bei einem Full Node. Gut, das erste, was ein Simplified Payment Verification Client macht, ist, er möchte die Header haben. Denn ein SPV-Client speichert sich nur die Block-Header. Das heißt, nur die Hash-Werte von allen Blöcken. Und den Merkle Root. Das ist alles, was die sich speichern müssen. Zu Merkle Trees, wie gesagt, kommen wir noch. Aber das ist wirklich alles. Das heißt, sie müssen nicht jede Transaktion speichern. Sie müssen wirklich nur die Header speichern. Und damit können sie dann überprüfen, ob die Blockchain korrekt ist. Das heißt, sie können ja einfach den Hashwert von dem nächsten Block ausrechnen, indem sie den Merkle Root einhashen und den Hashwert von davor. Und ja, damit können sie die ganze Blockchain überprüfen und haben eigentlich alles, was sie brauchen. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier ein GetHeaders und man schickt dann, oder der andere Client schickt dann eben diese Headers zurück an unseren Client, der sich gerade eben neu verbindet. Das wird natürlich wiederholt, bis unser SPV-Client aktuell ist, das heißt, bis er alle Header wirklich hat. Können schon ein paar Nachrichten sein, haben auch mittlerweile ein paar Megabyte, aber ich glaube, ein paar Megabyte sind wirklich in Ordnung, wenn man es vergleicht mit den paar Gigabyte, die ein Full Node haben muss. So, und wir sehen auch hier solche Get-Headers bzw. solche Headers-Nachrichten, die können von allen Clients ausgeführt werden. Das heißt, auch SPV-Clients sind tatsächlich Teil des Bitcoin-Netzes, also des Peer-to-Peer-Netzes. Sie können zwar nicht irgendwie Mining oder sowas betreiben, sie können auch keine Full Nodes unterstützen, aber sie können andere SPV-Clients unterstützen. Okay, das ist jetzt aber nur so eine kleine Randinformation gewesen. So, weiter geht's mit also jetzt haben wir natürlich die ganzen Header runtergeladen und wir haben sozusagen alle Header von der ganzen Blockchain bei uns. Das ist jetzt ganz nett, aber wir müssen ja noch irgendwie überprüfen, wie denn jetzt eigentlich unser Guthaben ist. Das heißt, wir können natürlich jederzeit irgendwelche Payments an die Blockchain wirklich übermitteln, beziehungsweise an die Miner übermitteln, aber wir können so nicht wirklich sagen, wie viel Guthaben wir eigentlich haben. Denn wir haben nur die Block-Header. Wir haben keine Ahnung, was für Transaktionen auf der Blockchain liegen. Und um das Guthaben für meine Adresse, für meine Bitcoin-Adresse zu bekommen, müsste ich rein theoretisch ja jede Transaktion haben. Das heißt, ich muss immer überprüfen, ist das jetzt eine Transaktion, in der Geld an mich oder von mir überwiesen wurde? Wenn ja, dann berechne. Wenn nein, lass es bleiben. Das geht hier nicht mehr, denn wir haben nur noch die Header, wir haben die Transaktionen nicht. So, und was wir stattdessen eben machen müssen ist, wir möchten jetzt eben natürlich die Adressen haben. Das heißt, wir möchten wirklich auch die Transaktionen haben, die für uns relevant sind. Das heißt, wir schicken unsere Adresse, unsere Bitcoin-Adresse an einen Full Node. Und dieser Full Node liefert uns dann Merkle Blocks. Dazu, wie gesagt, mehr, wenn es um Merkle Trees geht, das werden wir dann in dem nächsten Video oder sowas ist es, glaube ich, werden wir das machen. Und der schickt uns dann die ganzen Informationen, anhand von denen können wir das Guthaben von unserer Adresse berechnen und können sagen, okay, wir haben jetzt auch wirklich, keine Ahnung, 5 Bitcoin auf unserem Konto und können auch wirklich eine Überweisung mit 5 Bitcoin machen. Und das müssen wir natürlich auch wiederholen, weil wir in den allermeisten Fällen nicht nur eine Bitcoin-Adresse haben, sondern weil wir eben mehrere Adressen haben. Sprich, wir belasten die Full Nodes eigentlich schon ziemlich hart, aber ja, das ist nun mal so, das geht leider nicht anders. Wenn ihr mich jetzt kurz pausiert und ein bisschen drüber nachdenkt, was genau fällt euch da noch auf? Ich mache jetzt mal weiter. Das Problem hierbei ist natürlich auch wieder ein Privacy-Problem. Denn wenn wir jetzt unsere Adresse an einen Full Node schicken, dann weiß der haargenau, dass wir diese Adresse besitzen.
Und das ist eigentlich was man ja gerade vermeiden wollte. Man wollte eigentlich nicht, dass man jetzt Adressen irgendwie an IP-Adressen oder sowas verknüpfen kann, denn man soll einfach irgendwelche Sachen übermitteln können. Also man kann quasi Transaktionen von irgendwo übermitteln an die Blockchain, aber das Guthaben berechnen oder sowas, das ist vielleicht für uns nicht so das, was wir so machen wollten. Und ja, wenn wir eben jetzt diese Sache auch nicht mehr anonym haben, was haben wir dann eigentlich noch anonym? Das ist ein großes Problem. Also eins von den Privacy-Problemen, was Bitcoin tatsächlich auch birgt. Denn ja, so kann man wirklich auch natürlich sagen, okay, derjenige ist vielleicht, keine Ahnung, bösartig oder sowas, weil ich kenne diese Bitcoin-Adresse und dann kann der Full Node auch natürlich sagen, ich möchte jetzt demjenigen ein falsches Guthaben oder sowas unterbreiten und ihn dadurch lahmlegen. Das heißt, wenn meine Bitcoin-Adresse jetzt, sagen wir mal, bekannt ist und jemand mag mich nicht und derjenige betreibt einen Full Node oder viele mögen mich nicht und derjenige betreibt einen Full Node, dann kann der mich einfach blockieren. Und das ist das, was wir ursprünglich durch Bitcoin eigentlich loswerden wollten, falls ihr euch erinnert. Das heißt, so ein Denial-of-Service-Angriff ist tatsächlich möglich, weswegen es auch besonders wichtig ist, dass ihr zu zufälligen Clients verbindet, aber leider reicht das nicht unbedingt aus. Und deswegen wurde hier auch was erfunden, was heißt erfunden? Es wurde halt einfach angewendet, und zwar nennen sich die Dinger Bloom-Filter. Bloom-Filter werden wir auch noch behandeln, wahrscheinlich demnächst, aber die Merkle Trees natürlich auch. Und ja, das brauchen wir alles, damit wir hier verstehen können, wie SPV eigentlich funktionieren kann. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.